Können wir KI-Agenten überhaupt vertrauen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich denke, wie jeder haben alle schon gemerkt, wenn wir ChatGPT benutzen oder andere Systeme, diese Halluzinationen. Was man natürlich tun muss und tun kann, ist, diese Systeme in ein sehr enges Korsett setzen. Man kann auch das Prompten sehr genau und sehr detailliert vornehmen. Also es gibt zum Beispiel auch Prompts, die sind mehr als 4 Seiten lang. Dann hat die KI, der KI-Agent, nicht mehr so viele Möglichkeiten, auch falsche Antworten zu geben. Auch Erklärbarkeit, Transparenz von diesen Entscheidungen ist ganz wichtig, um Zuverlässigkeit sicherzustellen. Ich denke, was aber derzeit immer noch wichtig ist, dass der Mensch noch einmal darauf schaut, also das Human in the Loop, wie man so schön sagt. Ohne das ist es derzeit noch schwierig. KI benötigt viel Strom. Agentische KI verbraucht noch mehr. Was können wir tun? Ja, Sie haben recht, das ist ein ganz essentielles Problem bei künstlicher Intelligenz derzeit. Was man tun kann, ist auf der einen Seite, auf der, sage ich, Software, auf der algorithmischen Seite, man kann zum Beispiel Kompressionsalgorithmen verwenden, man kann auch Quantisierung verwenden. Eine zweite sehr interessante Richtung ist auf der Hardware-Seite, also wo man rechnet. Dort gibt es jetzt schon zum Beispiel Neuromorphes Computing, also neue Hardware, analoge Hardware, die dem menschlichen Gehirn mehr nachempfunden ist. Das menschliche Gehirn braucht ja auch nur 20 Watt. Was aus meiner Sicht ganz entscheidend ist, ist, dass man beide Welten zusammensieht, dass man eine Koevolution hat von neuartiger Soft- und Hardware, um dieses Energieproblem zu lösen. Und wir gehen zum Beispiel in die Richtung mit einem Projekt zwischen Bayern und Sachsen, was von beiden Staatsministerien für Wissenschaft gefördert wird, Next Generation AI Computing, wo wir genau das versuchen, durch innovative neue Hard-Software-Systeme den enormen Energiebedarf signifikant zu reduzieren. Verliert Europa nicht den Anschluss, wenn es zu stark auf Sicherheit fokussiert? Ich denke, das ist etwas, was jeden derzeit umtreibt. Also wir haben auf der einen Seite natürlich den EU AI Act, also sehr starke Regularien. Auf der anderen Seite brauchen wir die Innovation. Ich denke, das schließt sich nicht allgemein aus. Ich denke, regulieren ist wichtig. Aber es darf nicht so stark sein, dass man die Innovation letztendlich blockt. Ich glaube, was man derzeit sieht, ist, dass sehr viel versucht wird, den EU AI Act leichter durchführbar oder leichter überprüfbar zu machen. Das muss passieren, damit eben die Innovation wirklich auch vorangehen kann. Man kann natürlich auch Regularien als sozusagen zusätzlichen Vorteil sehen, als Wettbewerbsvorteil, dass wir hier in Deutschland KI entwickeln, die diesen Regularien genügt. Und da besteht die Hoffnung, dass diese KI-Artikel, diese KI-Technologien deshalb vielleicht auch weltweit sogar noch interessanter werden.